Hokuspokus und Aberglaube, Tradition und spirituelle Erleuchtung. Wir nehmen alles mit. Zuerst essen wir beide Viagra und dann geht's ab zum Opfertisch und einem Inka-Ritual. Und ganz nebenbei landen wir am Strand von Copacabana. Karre läuft, es geht weiter, neue Episode. Unser nächstes Ziel ist der Titicacasee. Mal gucken, ob wir ankommen. Wir haben ja immer ein Ziel, was wir erreichen wollen. Wir kommen dann am Ende nie an. Aber diesmal, wir haben gute Hoffnung. Ne? La Esperanza ist da, ne? Okay, llegamos. Also wir hoffen drauf, dass wir es schaffen. Nächstes Ziel Titicacasee. Und es hat ja nicht jeder Spaß am Reisen. Ne? Also nicht alle haben Spaß am Reisen. Ich zeige euch jetzt mal was. Also wir haben ja richtig Bock drauf, Alessandra und ich. Ja? Wir wollen ja weiter. Aber, naja, Mali sieht es anders. Mali, kommst du mit oder willst du hier bleiben? Ey, wir wollen losfahren, Mann. Na komm, jetzt sei jetzt keine Zicke. Los, hopp jetzt, komm, hopp. Wir fahren, komm. Malicia. Sie braucht sehr viel Motivation und sie ist sehr demotiviert. Na los, komm. Komm, wir gehen da. Los, auf geht's zum Auto. Die Karre steht. Auf geht's! Ist kalt. Ist kalt. Es ist so kalt. Einfach zu krass. Es ist einfach zu krass. Wir sind jetzt in El Alto. Das soll ja der gefährlichste Ort in La Paz sein. Wir waren ja auch schon mal zum T-Shirt kaufen und bei dem Cholita Wrestling, wo wir waren, wo die Indianer-Catchen gemacht haben. Und jetzt sind wir aber hier zum ersten Mal mit dem Auto und das ist echt, es ist echt eine Challenge. Jetzt geht's hier wieder, sonst würde ich jetzt auch gar nicht mit euch reden. Aber hier sind Stellen, da zählt einfach nur die lautere Hupe und der stärkere Motor. Das ist echt krass. So, wir sind jetzt aber schon fast durch La Paz, sind auf der höchsten, wir müssen noch nicht mehr hoch, wir sind ganz oben jetzt. Und von hier aus geht es jetzt nur noch Richtung Titicacasee. Überall in Bolivien findet man öffentliche Bäder mit Dusche. Für uns als Reisende ist das natürlich sehr praktisch. Der Grund ist aber, dass viele Menschen hier keine eigene Dusche haben und darum auf diese öffentlichen Bäder angewiesen sind. Ja, aber gleich noch die Möglichkeit mitgenommen, das Auto mal abzuspritzen. Und das kostet ja hier nichts, lass die Leute machen und die freuen sich drüber, dass sie einen Auftrag haben. Die wollen immer Schaum verwenden und dann Wachs. Wir haben ja ein matt lackiertes Auto und extra im Militärstyle. Ich will da gar keinen Schaum dran haben, mache ich nie. Also wir haben den wir selbst haben den seit bestimmt 10, 15 Jahren nicht mit Schaum gewaschen. Ja? Also der wird immer nur mit Wasser abgespritzt, das war's. Also mehr braucht's ja nicht. So, und der soll ja nicht glänzen, der ist in so einem Lack lackiert, dass man es nicht sieht. Also uns ist das total schnuppelig. So, wir sind raus aus La Paz. Ich glaube, wir sind da jetzt gerade eben noch mal 2,5 Stunden durch La Paz gegurkt. Ey, das ist unglaublich. Naja, ist halt eben eine improvisierte Stadt, die auch noch in Berg gebaut ist. Also einmal kamen wir nicht mehr weiter, weil der erste Gang es nicht mal mehr geschafft hat. Mussten wir zurückrollen und wieder einen Anlauf nehmen. So, jetzt sind wir aber auf der anderen Seite. Jetzt nur noch Richtung Natur. Und unsere Zeit in Bolivien geht langsam dem Ende entgegen. Die 3 Monate sind um und wir haben nur noch ein paar Tage.
ist immer ein bisschen traurig. Gut, aber es ist so, wir kommen definitiv wieder. Wir haben ja auch sowieso noch eine Idee, aber das erzählen wir euch mal ein andermal. Jetzt geht es erstmal Richtung Lago Titicaca. Wir können es kaum glauben und sind sehr aufgeregt. Seitdem wir Kinder waren, kennen wir den Titicaca-See, sicher auch wegen seinem Namen. Und jetzt ist es soweit. Wir fahren selbst dorthin. Von La Paz ist es nicht weit. Schon nach einer Stunde können wir diesen riesigen See sehen. Ein Meer, knapp 4000 Meter hoch in den Bergen. So ihr Lieben, wir sind am Titicaca-See. Echt richtig geil. Und wir fahren jetzt mit so einem Floß, also mit so einem Floß da vorne, auf die andere Seite. Und Alessandra holt gerade die Tickets. Was das kostet, wie das funktioniert, habe ich keine Ahnung. Ich stehe einfach dämlich rum und versperre den Weg. Und wir müssen jetzt einfach auf diese Dinger da drauf. Und mein Gott, Alter, es ist sehr vertrauenserweckend. Zum Glück sind die anderen Fahrzeuge schwerer als wir. Und somit sind wir nicht diejenigen, die das Ding zum Umkippen bringen. Meine Güte, ist das krass. Ja, Alessandra hat jetzt bezahlt und wir müssen einfach da drauf. Und? Wie funktioniert's? En cualquier momento ha dicho nos acercamos y subimos a una balsa. Oh Gott. Und was kostet? 47 Bolivianos. Also 3 Euro. Ja. Okay. Dann schuff da drauf. Gucken, ob wir das schaffen. Hola, buenas. Me voy? ¿Vamos? Vamos. Ja, habt Sí, ihr noch was? tipo. Avanza. Also vertrauenserweckend ist anders. Das ist echt ein Holzboot. Das ist echt so ein Holzfloß, kann man sagen. Und davon sind jetzt zig, also wirklich ganz, ganz viele. So, wir sind jetzt schon on the way, also wir sind schon in Bewegung hier. Oh mein Gott. So, und hier sind ganz viele von diesen Dingern und die sind wirklich, also bolivianische heiße Technik. Und es ist aus Holz. Die Dinger sind aus Holz, ey. Echt total krass. Naja, wenn wir jetzt untergehen, dann haben wir auf jeden Fall also das Mega-Thema fürs Video. Im Titicaca-See versunken. Mali, hast du gehört? Du musst dann schnell aus dem Auto raus. Ne? So, jetzt geht's auf die andere Seite. Ist ja krass. Da kommt das nächste Floß. Seht ihr das? So sehen die aus, die Dinger. Holzpontons. Echt richtig krass. Es ist zwar nur eine kurze Überfahrt, aber dafür abenteuerlich. Grundsätzlich haben wir ja Vertrauen in das Floß. Aber wenn unser junger Kapitän über das Deck rennt, macht uns das doch etwas nervös. Außerdem ist hier sehr viel Verkehr. Die Boote stoßen ständig aneinander. So, jetzt kommt mal die richtige Action. Wir müssen jetzt nämlich rückwärts aus dem Ding rausfahren. Und wir haben ja rückwärts so Probleme mit unserem Rückwärtsgang, dass der nicht so richtig, der Motor schafft es nicht so richtig im Rückwärtsgang. Und auf 4000 Meter, auf die wir gerade hier sind, erst recht nicht. So, das heißt also, jetzt mal gucken, ob wir da, wenn es nicht zu viel ist, dann geht das. Aber wenn es ein bisschen zu steil ist, dann säuft er uns ab. Aber gut, wir haben ja genug helfende Hände hier. Wenn wir das schon irgendwie kriegen. Oh my gosh. Millimetrico. Llegado.
Bevor wir den Hafen verlassen, wollen wir noch was essen. Wenn man Hunger hat, braucht man in Bolivien nie lange suchen. Es ist ja so günstig in Bolivien zu essen, dass es echt keinen Sinn macht, einkaufen zu gehen. Also wir zahlen für eine Suppe und ein Essen 14 Bolivianos. Das sind gerade mal umgerechnet derzeit 80 Cent. Das heißt also, selbst wenn wir beide, sagen wir mal, 1 Euro pro Kopf, dann wären das 2 Euro für 2 Leute, jeden Tag essen gehen würden, dann würden wir 60 Euro pro Kopf ausgeben, dann würden wir halt 120 Euro für 2 Leute im Monat ausgeben, ohne zu kochen und jeden Tag warm essen. Warum sollte man also kochen? Aber das Lustige ist, heute gibt es Suppe. Achtung! Und Suppe zum Mitnehmen in Bolivien gibt es einfach im Plastiksack. Also es gibt halt einen schönen Plastiksack, da kommt die Suppe rein und dann kann man den Plastiksack mitnehmen. So, dann muss man halt zu Hause umfüllen und kann dann essen. Ey Baby, hier ist dein Sack. Super. Seguros son también sacos que están bien para los alimentos. Genau. Also ist Lebensmittel echt. Ist heiß. Und es ist auch noch schweineheiß. Ja? Aber egal. Also es gibt jetzt erstmal einen Sack Suppe und danach gibt's dann. Was gibt's denn danach? Hier ist Salat drin mit scharfer Soße. Das ist für danach. Und danach kommt für Alessandra Pollo al Vapor. Todo so. Da kommt auch schon wieder Suppe raus. Also man muss hier wirklich aufpassen. So, wir machen mal weiter. Ich habe mich hier völlig voll gesabbert. Meine ganze Jacke ist voll. Ja, perfecto para sopa. Ja, und nicht kochen müssen. Das ist einfach die Zeitersparnis. Also das einfach nicht selber machen müssen. Und sowas hier zu kochen, also auch noch 2, also Suppe und ein Hauptgang. Und da bist du den ganzen Tag dran. Super. Am nächsten Tag wachen wir in Copacabana auf, direkt am Strand. Aber nicht in Rio de Janeiro, sondern in Bolivien am Titicaca-See. Wir stehen ein bisschen außerhalb und genießen die Ruhe. In der Nacht ist es sehr kalt, aber wenn die Sonne kommt, wärmt sie uns wieder auf. Ein schönes Gefühl. Außerdem haben wir nach langer Suche endlich den Vater von unserer Hündin Mali gefunden. Die Ähnlichkeit ist erschreckend. Komm mal her, Schatzi. So, ich komme schon. Wir haben einen schönen Chirimoya. Ja, total geil. Mal was ganz anderes. Kennt ihr in Deutschland nicht, habe ich auch so noch nie gesehen. Die lässt sich auch nicht transportieren, die ist nach 2 Tagen fertig. Eine Urwaldfrucht. Und ist so eine Mischung aus, wir haben gesagt, Ananas und Avocado. Piña und Plátano. Also oder Ananas und Banane kann man sagen. Also es ist säuerlich, es ist super süß. Tiene una forma de corazón. Genau, es sieht aus wie ein Herz. Und Y es el tiempo de la chirimoya ahora. genau, es ist die Zeit der Chirimoya. Jetzt schneid das Ding mal auf. I try my best. So, he leído que se rompe a la mitad. Hay semillas dentro. So, Y después, so sieht das Ding innen drin aus. Und das ist so ein cremiges Fruchtfleisch, kann man sagen. Säuerlich cremig. Y se come con la cuchara, he leído. Genau. Mach mal da. Oh, mira, está bien suavita. Un poco di buccia. Und wie ist es? Sehr lecker. Ja? El Geschmack auf Piña es predominante. Also das schmeckt wirklich, sie sagt, hauptsächlich nach Ananas. Y tiene grande semilla dentro. Genau, und die darf man nicht mitessen. ¿No? Piña. 80% piña. Ja. Naja, Piña und also es ist eine ganz eigene Süße. Also es ist wirklich, falls ihr mal irgendwann hier seid. Süße, aber ein bisschen acido. Und auch sauer, ne? Also es ist wirklich eine geile Frucht. Also wenn ihr mal hier seid und es auf dem Markt seht, Chirimoya, unbedingt kaufen. Und die muss hellgrün sein, die darf nicht dunkelgrün sein. Wenn die dunkelgrün ist, dann schmeckt die schon vergoren. Sehr lecker.
Mal abgesehen davon, dass Copacabana genauso wie der bekannte Strand in Rio de Janeiro ein Badeparadies ist, treffen wir hier das erste Mal auf die Inka-Kultur. Im Übrigen ist dieser kleine Ort Namensgeber für den weltbekannten Strand in Rio. Auch wenn das Wasser hier sehr kalt ist, hält es die Bolivianer nicht ab. Es gibt ein chaotisches Angebot für Wasserspaß. Copacabana ist eine Mischung aus modernem Tourismus und Traditionen. Hier am Titicacasee ist die Wiege der Inka-Kultur und der Ort ist auch heute noch ein spirituelles Zentrum. Viele Gläubige kommen hierher, um Erleuchtung und Segen zu finden. Aber nicht nur für sich selbst. Sie kommen aus der gesamten Region, um hier ihre Autos weihen zu lassen. Der Fahrer von Copacabana ist weit über die Landesgrenzen bekannt. Die Leute lassen sich das Weihen ihrer Fahrzeuge einiges kosten. Der Fahrer hat hier ordentlich zu tun und bekommt von jedem Geld dafür. So, ihr Lieben, es ist soweit. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, zum Kühlschrank zu gehen. Jetzt ist es soweit. Macht euch bereit, stellt's Essen raus. Jetzt kommt was richtig, richtig Geiles. Und zwar, man kennt ja aus Deutschland Ochsenschwanzsuppe. Und hier gibt es keine Ochsenschwanzsuppe, hier gibt es Ochsenpimmel, echten Pimmel. Und das heißt Sopa de Cardan, ist eine absolute Spezialität in Bolivien, gibt es auch nur hier. Und wir werden jetzt einen Pimmel essen. Ja, und man nennt den Ochsenpimmel auch Viagra Criolla. Viagra Criolla. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das was bringt. Na dann, hier. Ja. Open your belly. So, Mali, sitz. Es gibt jetzt Ochsenpimmel. Also hier in dem Laden hat es schon so einen ganz eigenen Geruch. Also ich habe ja schon viel Fleisch gegessen und schon viel mitgenommen, aber das riecht doch sehr nach Innerei. Ja, ich bin gespannt. Also da wir ja alles probieren, steht eben auch das auf der Karte. Ihr habt euer Essen bereit? Seid ihr bereit, ja, für den Ochsenpimmel? Se come temprano por la mañana, nos dijeron porque normalmente, digamos, ayuda después de una noche de alcohol y de fiesta. Y por esto se sirve temprano también por la mañana, desde las 7 hasta las 11. Also wie man sowas morgens essen kann, ist mir komplett schleierhaft. Also das ist echt intensiv. Also wir hatten ja nun schon den Magen der Ziege, das war schon ein intensiver Geruch, aber das hier, das ist schon heftig. So, da sind wir mal gespannt. Oh Gott, Ochsenpenis. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Esto es pollo encima. Vamos a ver dónde está el pollo. So, da steht er jetzt. Also die Suppe, ist ja die Suppe, nicht der. Die nicht Ochsenschwanz, sondern Ochsenpimmelsuppe. Mit Innereien und Nerven und allem drum und dran, was da reingehört. Und da ich ja jetzt weiß, dass 80% von euch gar keinen Hunger mehr haben, könnt ihr euer Essen auch wieder zurückstellen. Und wir probieren jetzt den Ochsenpimmel. La sopa tiene un sabor muy fuerte porque hay varias interioras dentro. Also Alessandra ist nicht zu bremsen. Strong, fuerte. Also wir haben Ei hier drin, wir haben hier Hoden. Nee, das ist eine Kartoffel. So, und hier haben wir ihn jetzt. Wir haben uns extra noch mal ein Stück gebracht, weil der Rest hier drin ist verkocht. Und das hier ist Ochsenpenis. Come on, do it. Mit Suppe oder ohne Suppe? Porque soy una buena persona, puedes con super. Oh. Viagra Creole. Ist schon heftig, ey. Und das 7 Uhr morgens, also das kann ich mir nicht mal um 20 Uhr abends vorstellen. Boah, schmeckt nach Pimmel. Eres experto. Wer weiß, wie Pimmel schmeckt, aber es ist halt hart und ja.
Es bien con nervios, bien... Oh mein Gott. Jetzt ist Mali dran, Ochsenpimmel zu essen. Schlägt sie zu, schlägt sie zu. Sie hat den Mund. Na und wie ist er? Was sagst du? Ochsenpimmel ist gut? Ja, ne? Also ich fühle mich fast wie bei Indiana Jones. Ich warte jetzt nur noch, dass aus der Suppe irgendwelche Augen nach oben kommen. Also das ist echt heftig. Also die Suppe mit der Zwiebel geht jetzt. Schmeckt halt nach Innerei. Geht aber zu essen. Aber dieser Pimmel, also mir ist es nicht. Alessandra kriegt den runter, Mali mag ihn auch. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt weiter von diesem Pimmel essen. El cóndor con el jilguero, el fiero puma con el manso cordero, en coro cantará, en coro cantará. La luna llena alumbrando, con lucerito brillando. Auf die Isla del Sol. Buenos días. Inti Marca. Con usted. Dedo, estoy ida. Norte. Gracias, señor. Buenos días. Buenos días. Morgen. Wir machen etwas richtig Geiles. Wir fahren zur Isla del Sol. Wir sind schon auf dem Schiff. Und wenn ihr euch wundert, was das ist Coffee to go. Also wir haben gefragt, ob wir den Kaffee mitnehmen können. Und dann hatten wir auf einmal 2 Tüten in der Hand. Und hier sind 2 Strohhalme drin. Und damit kann man den trinken. Hier, mein Schatz. Das funktioniert super. Normal. Solo poco práctico de llevar, pero... Genau, und man hat halt Plastiktüten, aber insgesamt weniger Müll. Das ist unglaublich. Die Überfahrt dauert circa 2 Stunden. Dabei steigt die Sonne immer höher und wärmt uns. Wir haben den besten Platz auf dem Schiff erwischt und machen es uns gemütlich. Ja, wir sind übrigens auf dem Titicaca-See. Ja, also diese Isla del Sol, die ist von Copacabana mit dem Schiff in 2-3 Stunden erreichbar. Und da fahren wir jetzt hin, haben uns ein Haus gemietet, weil es ist total mystisch. Da sind doch alte Opferstätten der Inkas, das wollen wir uns angucken. Und wir brauchen auch mal ein bisschen Auszeit und haben alle Computer da gelassen. Wir haben nichts mitgenommen, also Handy klar, aber den ganzen anderen Kram zum Arbeiten nicht. Wir lassen es heute mal hinter uns und werden mal uns dieser Sonneninsel auf dem Titicaca-See widmen. Da freue ich mich total drauf. Na, wer bist du denn? Guck mal, die kommt zu dir, Mali. Se dejan tocar, buen día. No escapan. Wir sind angekommen auf der Isla del Sol. Und wenn man nicht wüsste, dass es jetzt hier der Titicaca-See ist und also uns auch nicht in Winterjacke sehen würde, dann könnte man glatt denken, dass es die Karibik ist. Das ist so wunderschön. Weißer Sandstrand. Guckt euch das mal an. Weißer Sandstrand. Und hier. Por suerte hemos traído el bikini. Also, ich bin schon begeistert. Ja. Also das Wasser ist arschkalt. Das hat 3-4 Grad. Also das ist wirklich kalt. Aber Alessandra ist froh, dass sie einen Badeanzug dabei hat. Bikini. What? Ist ein Einteiler, ja? Egal. Also, auf geht's. Und jetzt suchen wir uns hier unser Hotelzimmer. Also wir haben uns ja, oder so unser Häuschen. Sind wir gespannt, wie das da ist. Ja, man darf immer nicht vergessen, dass wir hier auf 4000 Meter Höhe sind.
Also es sieht ja alles so aus wie, wirklich wie am Meer und dann läuft man hier so locker lang. Und dann merkt man erstmal, dass man gar keine Luft hat. Also man muss so langsam auf der Höhe laufen und bedacht jeden Schritt setzen, weil hier fehlt einfach irgendwann die Luft und du kannst auch nicht schnell reagieren oder mal schnell lossprinten oder so. Echt richtig krass. Mali ist auch am Hecheln. So, Leute, wir sind gleich da. Da sind wir. Ja. Na, sieht gut aus, Mali? Also das mal richtig cool. Also richtig schönes, wir haben natürlich gleich wieder Unordnung gemacht. Kleines Zimmer, aber jetzt kommt's. Guckt euch das mal an. Ja, kein Flatscreen-Fernseher, das ist die Aussicht. Mann, ist das schön. Also noch eine kleine Insel hier vor und dahinter ist dann halt Bolivien. Und da ist Alessandra. Hi. Richtig, richtig geil. Und schöne Terrasse haben wir, das zeige ich euch gleich. Und hier auch endlich mal eine richtig geile Dusche. Also nicht die normale Todesdusche, die man sonst immer hat, ja. Man muss ja bei der Todesdusche immer gucken, dass man ein bisschen nur aufdreht. Wenn man zu doll aufdreht, dann ist es nicht mehr warm. Und wenn man zu wenig aufdreht, dann geht die Todesdusche aus. So, und deswegen sind wir glücklich, dass wir das Ding haben. Und jetzt guckt euch das an. Das ist doch wohl so friedlich. Also echt wunderschön. Richtig, 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 richtig geil. Mit einem weißen Sandstrand. Unglaublich. Oh Mann. Vista fantastica. Schön, ne? Ja, machst du fein. Fantastica, trasparente. Perfekt. Empezamos con un caldo bien calentito. Eine schöne Suppe. Und was hast du? Trucha alla plancha, con puré de papas, quinoa y verdura. Das sieht sehr, sehr lecker aus. Und das ist das typische Essen hier. Also hier muss man Forelle essen. Und das sieht richtig gut aus. Super lecker. Also wirklich super lecker. Die Forelle ist auf dem Punkt. Das Püree ist frisch, also nicht aus der Packung. Echt gut. Lecker Gemüse dazu. Super. Oft wachen wir an malerischen Orten in der Natur auf, aber hier ist es anders. Der Ort erfüllt uns mit Kraft und ist gleichzeitig so friedlich und ruhig wie kein anderer. Die Energie, die der Titicacasee transportiert, ist unbeschreiblich. Auf der ganzen Insel gibt es keine Autos und man spürt, dass es ein spiritueller Ort ist.
Isla del Sol es un sitio muy sagrado que era de estas culturas andinas como de Tiwanaku, Aymara, Inca. Más este lugar ha sido en aquellos años como un lugar especial, un punto energético espiritual. Mi nombre es Calixto, pero muchos me dicen Calisto. Entonces un gusto, un placer. Del momento yo soy como un hermano de ustedes como una familia del Calisto, ¿ya? Bienvenidos a la parte norte, a Chayapampa, a la Isla del Sol, más que todo al sitio sagrado. Was die Römer für Europa waren, waren ja die Inkas für Südamerika. Und wir sind jetzt hier genau an dem Ort, wo die Inka-Kultur gestartet ist. Also hier auf dem Titicacasee, auf der Isla del Sol. Hinter mir ist der Tisch, auf dem sie sozusagen Opfergaben dargeboten haben. Hier wurden wohl keine Tiere getötet, auch keine Menschen. Keine Ahnung, kann ich nicht genau sagen. Aber heutzutage wird dort Gold hingelegt, Essen hingelegt, wie auch immer. Und die feiern heutzutage nur noch am 21. Juni, feiern die hier ein Fest. Aber die gesamte Inka-Kultur ist hier auf dieser Insel gestartet. Also auch die hat den Ort für sich entdeckt. Die hat sich unter dem heiligen Stein hier gemütlich gemacht und ist raus aus der Sonne. Empezando desde allá hasta la última, esta roca se llama la Roca Sagrada. Calixto hat sein ganzes Leben hier auf der Sonneninsel verbracht. Er erzählt uns die Geschichte des Ortes. Gemeinsam geben wir etwas Coca als Opfergabe an den heiligen Stein der Inkas. Dann lassen wir die Energie auf uns wirken. La mayor parte de la población vivimos de la agricultura y también la población que vivimos de la pesca. Entonces tenemos que ir al fondo del lago para poner redes flotantes y pescar la trucha, pejerrey, hay peces autóctonos. Se ve como una cruz aquí, 1, 2, 3, 4. Entonces eso representa a los 4 puntos cardinales, como este, oeste, norte, sur. También representa a las 4 estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno. Que hay 2 fuentes, 1 y 2, y nacen dentro de la Pachamama, es como un ojo de agua. Estas fuentes nunca se secan, sea en tiempo seco o en tiempo de lluvia, ¿no? Entonces por eso se conoce como agua sagrada, agua medicinal, agua de la purificación o agua de la juventud. Por eso en tiempo inca venían las mujeres vírgenes que se llamaban ñostas para recibir esta agua sagrada. Che mamá rinina. Chura la ba. Papana, Lana, Tula. Samba, que se ven ahora, hoy en este día, recibir esta agua sagrada, agua de la juventud, agua de la purificación. Desde hoy hacia adelante, que siempre haya salud, paz, abundancia, equilibrio, armonía. Siempre haya amor, esta agua sagrada te curará. Esta agua sagrada, que siempre haya salud, paz, equilibrio, trabajo, bendiciones en el poderoso, con la forma de bendiciones. Que siempre haya salud, paz, equilibrio, armonía. Bendiciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que Dios les cuide. Chao, chao. Man spürt die Energie an diesen Orten, nicht zuletzt, weil die Leute ja total daran glauben. Und Glaube versetzt ja nun mal bekanntlich Berge. Und wir haben jetzt diese Heilungszeremonie hinter uns. Das war sehr schön. Und überhaupt mit Calixto war das super. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Es war eine tolle Information. Und das war unser erster Inka-Tempel. Was sagst du? Unser erster Inka-Tempel? Ja. Geil, ne? Muy bueno, me ha gustado. A mí también. Ahora hay que pensar, ¿qué hacemos? Genau, wir haben 2 Möglichkeiten. Den geilen Strand dort oder den hohen Berg dort. Oder 2. Oder beides, oder beides. Ja? Wir gehen erstmal zum Strand. Also mein unsportlicher Körper schreit nach Strand. Also wir haben uns jetzt entschieden,
Wir werden das machen, was Mali mag. Mali mag baden, also wenn wir zum Strand runtergehen. Und du badst, du. Genau, ich muss auch baden, sagt Alessandra, aber das Wasser hat 4 Grad. Ich meine, es sieht total einladend und schön aus und man geht ja an jedem Ort einmal baden, aber das ist echt kalt. Señora ha dicho que 1-2 veces a la semana se bañan ellos. Entonces estamos aquí una vez en la vida, hay que bañarse. Ja, aber die benutzen das Bad ja auch gleich für andere Dinge. Ich habe ja eine warme Dusche. Also bitte. Hopp, 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 geh baden, na los, geh baden, na los. Du hast den heiligen Berg beschissen. Los, ab ins Wasser. Na los, hopp jetzt. Na dann zeig mal her. Mali, hopp! Mali! Guck mal, was macht die Mama da? Und wie ist es? Totalmente transparente. Ah, super. Auf dieser Seite Peru und auf dieser Seite Bolivien. So ihr Lieben, wir sind wieder auf dem Schiff. Das bedeutet, Isla del Sol geht zu Ende. Das war's mit unserem geilen Besuch auf dieser echt wunderschönen Insel. Es hat echt mega viel Spaß gemacht. Es ist ein Traum. Wenn ihr dieselbe Unterkunft haben wollt, dann haben wir unter unserem Video die Unterkunft verlinkt, weil es war einfach einzigartig. Wir haben schon viel erlebt, wir haben schon viel gesehen. Und die Sicht, die man dort hat und aus dem Bett raus direkt auf diese Bucht, unbezahlbar, wirklich unbezahlbar. Und zu dem Preis, also wir haben jetzt umgerechnet 25 € bezahlt, also mit Frühstück. Absolut top. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke für die Unterstützung, schön, dass ihr dabei wart. Ja, bis nächste Woche. Ciao, ciao.